Hallo zusammen! Leinöl besitzt eine überragende Wirkung auf die Herzgesundheit oder ja überhaupt systemisch auf das gesamte Herz-Kreislauf-System. Wir werden gleich sehen, Leinöl ist ein richtig guter Schutzfaktor vor koronaren Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu zählt beispielsweise Herzinfarkt, ja, aber auch diese Erkrankungen der Gefäße, die wir auch immer wieder systemisch finden. Was interessant ist, im Prinzip können auch alle Symptome des metabolischen Syndroms behandelt werden, mal abgesehen von Übergewicht. Blutfettwerte. Ja, es gibt eine spannende Studie, in der die Probanden jeden Tag 15 Gramm Leinsamen sowie 3 Scheiben Leinsamenbrot gegessen haben. Und dabei haben sich die Cholesterinwerte auch ganz deutlich verbessert. Um genau zu sein, das Gesamtcholesterin sowie das LDL-Cholesterin sind schön gesunken. Das sind natürlich die kritischen Cholesterinwerte. Und das gute HDL-Cholesterin dagegen, das ist auf seinem Niveau geblieben, also gleich geblieben. Ja, und da gibt es auch recht viele Studien, die alle in dieselbe Richtung im Prinzip laufen. Also wir können getrost sagen, Leinöl ist eine wunderbare und vor allem ganz natürliche Alternative zu den Statinen. In dieser Studie hier haben die Probanden übrigens ausschließlich Leinsamen zu sich genommen. Selbstverständlich, ja, man hätte auch statt 15 Gramm Leinsamen einfach einen Esslöffel oder etwas mehr Leinöl einnehmen können. Ja, das wäre kein Problem gewesen. Vielleicht nochmal kurz zur Frage, was sorgt eigentlich für diese tolle Wirkung letztlich? Ja, das ist eben der sehr hohe Gehalt an Omega-3 in den Leinsamen oder je nachdem im Leinöl. Ja, die Alpha-Linolensäure. In 10 Gramm Leinöl beispielsweise, da stecken schon gut 5 Gramm ALA, also ja, diese Alpha-Linolensäure drin. Manchmal sogar noch mehr und das ist schon wirklich ein richtig guter Wert. Ja, kommen wir zum nächsten wichtigen Aspekt, die Blutzuckerwerte. Und auch hier leistet das Leinöl einen sehr wertvollen Beitrag. In diversen Studien, da zeigt sich das auch immer wieder, dass durch die Einnahme von Leinsamen oder beispielsweise auch Leinöl natürlich der Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Essen abgefedert werden kann, beziehungsweise vom Tempo her so auf jeden Fall langsamer verläuft. Ja, und gerade ein übermäßig starker Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dem Essen ist eben auch ein ganz starker Risikofaktor für die Entstehung von Typ-2-Diabetes beispielsweise. Aber auch wer jetzt schon erkrankt ist an Typ-2-Diabetes, ja, der kann seine Situation auch deutlich verbessern. Durch die Omega-3-Fettsäuren können die Zellen nämlich in vielen Fällen wesentlich besser auf Insulin reagieren. Ein ganz entscheidender Vorteil. Der Fairness halber muss man schon noch ergänzen, die Ernährung oder vielmehr der gesamte Lebensstil, ja, der muss natürlich schon auch stimmig sein, um hier auch klar gesundheitliche Verbesserungen zu erzielen. Ja. Wer jetzt beispielsweise eine schlechte Ernährung hat und diese durch Leinöl ergänzt, okay, der lebt schon mal grundsätzlich besser, aber ja, da muss natürlich übergreifend von der Ernährung her noch eine ganze Menge verbessert werden. Niedrigerer Blutdruck, auch ein spannender Punkt. Und ja, es verwundert jetzt natürlich nicht unbedingt, wo wir diese ganzen Punkte vorher schon gehört haben, dass Leinöl auch den Blutdruck sehr schön nach unten regulieren kann. Und hierzu gibt es auch eine ganz interessante Studie, zur Abwechslung übrigens mal eine Studie aus Deutschland. Hier haben die Probanden nämlich jeden Tag 60 Milliliter Leinöl zu sich genommen. Das ist übrigens ziemlich viel, wie ich persönlich finde. Das stört mich auch ehrlich gesagt etwas an der Studie. Aber gut, es geht ja jetzt hier auch einfach mal um die Wirkung. Und die Wirkung, die war wirklich sehr, sehr gut, weil der Blutdruck, der ist nämlich auch deutlich gesunken. Und selbst bei einer Zunahme des Stresslevels, und das ist ein interessanter Punkt, selbst bei mehr Stress ist der Blutdruck nicht wieder angestiegen. Ja, und das ist eben auch bemerkenswert. Was ich auch ganz anschaulich fand, die Kontrollgruppe in dieser Studie, die hat Olivenöl bzw. Sonnenblumenöl eingenommen. Und da hat sich dann gezeigt, mit Olivenöl oder Sonnenblumenöl, da konnte der Blutdruck nicht ansatzweise so gut reguliert oder gesenkt werden wie mit dem Leinöl. Jetzt schauen wir noch auf den Herzinfarkt. Ja, im Ärzteblatt bin ich noch auf eine tolle Studie gestoßen. Hier hat man nämlich 2000 Menschen aus Costa Rica mit nicht tödlichem Herzinfarkt, also diese Menschen hatten einen Herzinfarkt, aber haben es überlebt,
hat man verglichen mit 2000 Kontrollpersonen. Und dabei hat man eben ganz stark auf den Gehalt der Linolensäure, also der Omega-3-Fettsäuren, im Gewebe geschaut. Also wie viel hat sich da im Gewebe befunden. Ja? Und da wurde eben auch ganz deutlich, die Menschen mit einem besonders hohen Gehalt an Linolensäure im Gewebe, die hatten ein um 60% geringeres Risiko für Herzinfarkt. Das ist natürlich auch ein ganz toller Schutzfaktor schon mal. Ja, was ich jetzt bei all diesen Leinölwirkungen oder auch Leinsamenwirkungen ganz interessant finde, das sind schon wirklich auch systemische gesundheitliche Verbesserungen. Ja, das betrifft also sehr viele Ebenen der körperlichen Gesundheit. Und da sehen wir auch ganz klar die Tendenz hin zu den Symptomen bzw. zur Behandlung der Symptome des metabolischen Syndroms. Dazu gehört ja dann eben, darunter fasst man ja eben zusammen Übergewicht, Bluthochdruck, aber auch schlechte Blutzuckerwerte oder Blutfettwerte. Ja, hier ist einzig das Übergewicht etwas, was man jetzt mit Leinöl nicht behandeln kann. Aber alle anderen Punkte, die eben schon. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir da gerne mal deinen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal hier unten, falls du es noch nicht getan hast, und auch direkt mal die Glocke aktivieren.